Die Spur an Ihrem Rollstuhl muss neu eingestellt werden. Wie Sie das machen, zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Service Werkstatt. Mein Name ist Jendrik und für das heutige Thema habe ich mir Unterstützung geholt. Hi, ich bin der Matze, ich bin aus der Rollstuhlmontage und für das heutige Thema brauchen wir folgendes Werkzeug: Meterstab, Gabelschlüssel Größe 22, Gabelschlüssel Größe 41 und eine Wasserwaage. Bevor wir die Spur einstellen, ist wirklich sehr wichtig, dass wir eine ebene Arbeitsfläche haben. Und diese kann ganz einfach mit einer Wasserwaage überprüft werden. So. Die Spur an einem Rollstuhl muss neu eingestellt werden, nachdem man die Sitzhöhe verändert hat, nach intensiver Nutzung oder wenn man einen neuen Sturzadapter eingebaut hat. Dafür fangen wir jetzt an. Wir unterlegen den Rollstuhl kurz, damit er nicht wegrollt, machen die beiden Bremsen auf, damit man die Spur nachher auch gut verändern kann. Und jetzt zeigt uns der Matze, wie es losgeht. Genau. Also das allererste ist wirklich ganz wichtig, dass man beide Radbuchsen links und rechts jeweils aufs gleiche Maß einschraubt und dass die Abstände zu der Bremse dann jeweils auch gleich sind auf beiden Seiten. Genau, das können wir gerade kurz mit dem Meterstab messen. Auf meiner Seite haben wir jetzt hier ein Maß von 14 mm. Ich prüfe auf meiner Seite ebenfalls den Abstand von der Bremsleiste oder auch vom Rahmen zur Radinnenseite. Bei mir wären das jetzt 10 mm. Das heißt, die beiden Abstände der Räder sind unterschiedlich. Das stimmt schon mal nicht, das müssen wir nachher richtig einstellen. Und jetzt zeigt euch der Matze noch, wie man die Radspur ausmisst. Dafür zeichnen wir die Mitte der Antriebsräder an. Genau, das machen wir einmal hinten und vorne. Die Radmitte kann man einmal kurz messen auf der Achshöhe. Das wären bei einem 24 Zoll Rad 30 cm. Und wichtig ist, dass man nachher horizontal auf diesen Markierungen den Abstand der beiden Räder vorne und hinten messen kann. So. Jetzt haben wir die Mitte markiert. Jetzt messen wir von Innerkante vom Rad bis zur Innerkante vom anderen Antriebsrad einfach das Maß für beide Striche aus. Da wären wir jetzt hier bei 497. Das gleiche machen wir dann vorne. Und hier sind wir dann bei 490. Das heißt, das passt jetzt nicht, weil wir jetzt hinter einiges breiter sind wie vorne. Also es soll immer so ein Maß sein von 5 mm. Und wir sind jetzt bei 7 mm und das wäre zu viel. Genau, das heißt, die Spur macht es in dem Fall zu stark zu. Man spricht von einer Spur, die zumacht, wenn es vorne ein geringerer Abstand ist wie hinten. Das ist auch immer das Ziel, also entweder eine absolut neutrale Spur und dann lieber eine zumachende Spur. 7 mm wäre jetzt aber zu viel. Genau. Die Möglichkeit, wo wir es jetzt beheben können, ist einfach, dass wir diese Antriebsradbuchse eine Umdrehung weiter reindrehen und dann stellen wir diese auch wieder exakt 90 Grad gerade und dann messen wir das Ganze nochmal. Genau. Das Reindrehen von der Antriebsradbuchse machen wir jetzt, um diese 4 mm Differenz zu beheben, die wir Abstand haben beim rechten Rad zur Bremsleiste im Vergleich zum linken Rad. Matze löst jetzt mit dem 22er Gabelschlüssel hebt er die Antriebsradbuchse fest und mit dem 41er Gabelschlüssel hat er die Kontermutter gelöst. Ist jetzt schon eine Umdrehung drin? Genau, jetzt ist eine Umdrehung drin. Jetzt können wir gleich nochmal überprüfen, ob wieder der Abstand vom Rad zu der Bremse passt. Genau, bei mir, ich brauche nicht messen, bei mir sind es immer noch die 10. Genau. So, bei mir sind es jetzt auch die 10 mm. Das passt dann soweit. Und jetzt messen wir einfach nochmal die Spur und kontrollieren nochmal genau wie Grad. Aber der Mitte vom Rad, da sind wir jetzt bei 500. Und hier vorne sind wir jetzt dann bei 496. Also das passt dann, weil das sind dann jetzt 4 mm und das wäre dann eigentlich optimal so. Wichtig ist wirklich, dass immer der Abstand
vom Rad zur Bremse stimmt und dann nachher einfach die Spur nochmal messen. Genau. Wenn wir jetzt die Spur, wie in dem Fall, nicht exakt stimmen würde und wir müssten jetzt vorne noch ein bisschen zumachen, dann Genau. drehen wir jetzt die Antriebsradbuchse nach vorne. Genau. Wenn man die Antriebsradbuchse nach vorne dreht, dann schließt die Spur und wenn man sie nach hinten dreht, dann öffnet sich die Spur. Das heißt, das Rad kippt nach außen weg und wird vorne weiter, hinten enger. Wir können jetzt gerade mal, wenn wir auf ganz neutral einstellen würden, dass es vorne genau gleich wäre wie hinten, also gar keine schließende oder öffnende Spur. Du hast jetzt schon ein bisschen aufgedreht, Genau. mache ich das bei mir auch mal. Müsste ich einfach hier aufdrehen. So, genau. Ich muss ja kurz lösen. So, ich habe jetzt mal ein paar Grad nur verdreht. Genau. Das ich auch mal noch kurz. So, jetzt haben wir hier nur noch 498. Und vorne ebenfalls 498. Genau. Perfekt. Jetzt hätten wir die Spur komplett neutral eingestellt. Das ist auch ein bisschen je nach Wunsch des Rollstuhlfahrers. Und in dem Fall wäre jetzt hier die Spurverstellung fertig. Ganz wichtig, die Antriebsradbuchsen wieder zu kontern. Das heißt, mit dem 22er Gabelschlüssel anheben und nun die große Achsmutter mit dem 41er Gabelschlüssel jetzt mit 70 Newtonmeter anziehen. Also hier wirklich mit Power. So, fertig. Das gleiche noch auf der Seite. Wenn alles zu eng wird und man kommt nicht richtig hin, kann man das Rad auch wegnehmen. Man hat dann einfach nur ein bisschen mehr Aufwand zum Messen, weil man jedes Mal das Rad wieder anstecken muss, bevor man den Abstand messen kann. So, perfekt. Nochmal kurze Kontrollmessung. Genau. Dass beim Anziehen sich nichts verändert hat. 498 wie vorher. Dann wird es vorne auch noch stimmen. 498. Perfekt. Gut, super. Jetzt gibt es noch zu erwähnen, Spureinstellung. Du hast mir ja gerade kurz die Radstandsverlängerung. Spureinstellung kann man auch an der Radstandsverlängerung vornehmen. Dies kommt vor, wenn jetzt der Kunde einfach viel mit dem Handbike fährt. Dann hier die von uns abnehmbare Radstandsverlängerung. Diese anbringen am Rollstuhl. Und dann ist wichtig, die Spureinstellung funktioniert genau gleich. Die Antriebsradbuchsen und die Kontermutter exakt gleich, wie wir es euch gerade gezeigt haben. Aber der Rollstuhl ist am Handbike ja vorne leicht angehoben. Dieses Anheben kann man simulieren, indem man einen ca. 4 cm Aluklotz unterlegt. Das ist die Höhe, die die Antriebsräder bei adaptiertem Handbike ebenfalls haben. Und dann muss man die Spur jetzt wieder einstellen. Wenn man das nicht unterlegt, stimmt das nachher im adaptierten Zustand nicht, da sich die Räder, durch das Aufstellen des Rollstuhls verdrehen sich ja die Antriebsradbuchsen und dadurch verändert sich die Spur der Räder in dieser Rollstuhlposition. Deswegen, wie gesagt, bevor man die Spur der Radstandsverlängerung einstellt, vorne unterlegen. Falls wir Ihnen helfen konnten, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen. Und um keine Service-Tipps zu verpassen, jetzt Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.